Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky me. I won, got it done. Lucky, lucky, lucky me. Lucky, lucky, lucky. I won't let the door hit. Willkommen in Mykonos, die Stadt der weißen Gassen, die Stadt zum Verlaufen. Mykonos Stadt ist ein kleines Labyrinth. Es hat viele kleine Gassen mit Shops, Restaurants und kleinen Kirchen, aber es ist wunderschön. Hier in Mykonos Stadt findet man überall diese wunderschönen Treppen. Sie sind in allen Farben und in allen Gassen zu finden. Wenn ihr hierher kommt, werdet ihr sie überall finden und könnt wunderschöne Fotos machen. Wir sind hier an den Atommilli-Windmühlen und die sind hier an einem strategischen Ort gebaut und es ist hier mega windig. Wir sind hier in Little Venice, eine Straße direkt am Meer. Die Wellen kommen einem hier entgegen, man muss sogar aufpassen, dass man nicht nass wird, das ist nämlich uns gestern Abend schon passiert. Man kann hier mittags und abends schön was trinken gehen und es ist richtig schön hier zu sitzen. Herzlich willkommen am Armenistes Lighthouse. Die Auffahrt hier hoch ist ein bisschen steil, aber die Aussicht lohnt sich. Aber schaut selbst. So, jetzt geht es für uns weiter an einen wunderschönen Strand. Kommt mit! Wichtige Zusatzinfo für euch. Hier in Griechenland kann man mit einem ganz normalen Autoführerschein nur 50 Kubikzentimeter Roller mieten. Für etwas Größeres braucht ihr einen extra Motorradführerschein. Wir sind am St. Stephanos Beach, ein Strand nordöstlich von der Insel, windgeschützt mit kristallblauem Wasser. Wunderschön. Wir gehen jetzt eine Runde schwimmen. Wer Lust hat, kann sich da hinten auch die Sonnenschirme mieten und ist somit vor der Sonne geschützt. Wir sind umgezogen, ab ins Wasser. Qualitätscheck von St. Stephanos. Nach einem langen Tag unterwegs tut ein Hotel mit Pool einfach gut, denn eine Abkühlung und eine Runde Schwimmen ist perfekt. Wir sind im Südosten von Mykonos am Lia Beach. Hier kann man sich Sonnenschirme und Strandliegen mieten. Sogar die eigenen Strandbars haben Windschutze aufgebaut, weil es auch hier sehr windig ist. Hier am Lia-Strand haben wir ganz starken Wind vom Landesinneren und es sieht so aus, als wenn der Wind das Meer raustreiben lässt. Qualitätscheck vom Lia-Strand.
Sand und Steine, aber es ist türkisblaues Wasser und es ist angenehm frisch. Ich gehe jetzt eine Runde schwimmen. Wir sind angekommen am Super Paradise Beach von Mykonos. Dieser Strand befindet sich in einer kleinen Bucht und ist somit windgeschützt. Es ist ein wahres Paradies. Er ist fast nur von privatem Gebrauch, aber es gibt noch einen kleinen Bereich dort hinten, wo man sich auch öffentlich umsonst hinlegen kann. Schaut selbst. Paradise Beach. Es ist ein toller Strand mit gutem Ambiente, schöner Musik und man kann hier gut essen. Welcome to Paradise Beach! So, wir sind jetzt am Paradise Beach angekommen. Und hier ist es ein bisschen relaxer als am Super Paradise Beach. Da war es mehr so ein bisschen mit starker Musik, mehr Ambiente. Hier ist mehr so ein bisschen relaxer und gechillt, aber es ist sehr schön. Schaut selbst. Der Paradise Beach ist komplett privat. Allerdings ist er umsonst. Das Einzige, man kann hier diese Sunbeds mieten oder sich komplett frei hinten hinlegen. Ja, hier hinter mir seht ihr jetzt die Area, wo man sich umsonst hinlegen kann. Sehr relaxend, mit wenig Wind und wenn ihr einen Strand sucht, im Süden der Insel ist das hier unsere Recommendation für euch. So, wir sind jetzt auf dem Weg und suchen eine schöne Bar, um ein wunderschönes Sunset zu sehen. Auf geht's! Wunderschönen Ort in Little Venice gefunden und genießen jetzt den Sonnenuntergang. Wir sind heute im Südwesten der Insel von Mykonos, am Strand Ornos. Dieser Strand ist ein etwas ruhigerer Strand und auch windgeschützter. Hier haben wir einen Teil, der ist wieder privat und auch einen öffentlichen Teil, das heißt, man kann sich hier umsonst hinlegen. Der Strand ist sehr ruhig und windgeschützt und wir haben hier die wunderschönen Yachten im Hintergrund. Wir sind im Psarrou im Süden von Mykonos, ein weiterer Strand, der sich auch in einer kleinen Bucht befindet. Dieser Strand ist ebenfalls eingeteilt in öffentlich und privat. Es ist ein sehr ruhiger Strand, ebenfalls windgeschützt und wir fühlen uns hier eigentlich sehr wohl.
Hier gibt es viele Luxushotels mit Suites direkt am Ufer. Also das ist spektakulär. Herzlich willkommen am Strand von Platis Dialos. Wir sind hier an einem etwas volleren Strand, zumindest auf unserer Reise. Wir haben hier eine große Auswahl an Restaurants und Sonnenliegen. Der Platis Dialos ist ein sehr luxuriöser Strand, also wenn ihr hierher kommt, mietet euch eine Strandliege, weil sonst lohnt es sich wirklich nicht. Windmühle direkt über Mykonos Town, wo ihr den perfekten Sunset sehen könnt. Es ist direkt über Mykonos Town und von hier aus habt ihr einen wunderschönen Sonnenuntergang und das auch noch umsonst. Wenn ihr hier seid, diesen Sunset Place würde ich euch unglaublich empfehlen.